Okay, schön. Ruf mich nachher an. Okay, tschüss. Guten Abend, Pastor Tim hier von der Bibel Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Wir grüßen euch und freuen uns, dass ihr da seid. Unser Bibeltext für heute Abend ist Johannes Evangelium Kapitel 4. Wir schauen Vers 23 und 24 an. Johannes Evangelium Kapitel 4, 23 und 24. Aber bevor wir das tun, werden wir beten. Also wir haben, soweit ich weiß, keine Geburtstage zu erwähnen heute. Wie gewohnt kann man Gebetsliste von Vicky Ebo bekommen. Und außerdem haben wir uns erkundigt, ein bisschen also von anderen Gemeinden, von den Behörden, also Stadtteil Eimsbüttel in Hamburg. Und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir Bescheid sagen können, wann wir uns bei der Gemeinde wieder treffen dürfen. Also voraussichtlich Ende Mai werden wir noch hier per YouTube live Predigt machen. Bete dafür, dass es uns ermöglicht wird, uns bald wieder bei der Gemeinde, auch wenn wir kleinere Versammlungen haben, vielleicht 2 oder 3 Gottesdienste hintereinander haben mit weniger Besucher bei jedem Gottesdienst, dass wir so mit Maske reinkommen und weiter auseinandersitzen. Aber wie es uns so gesagt wird von den Behörden, möchten wir daran halten. Gut, dann lasst uns zusammen beten und dann schauen wir unseren Bibeltext an. Wir neigen uns. Danke, lieber himmlischer Vater, für dein Wort und wir bitten, Herr, dass du uns lehrst aus deinem Wort heute Abend das, was du für uns hast. Sprich zu unser Herz und hilf uns, dich im Glauben und in Wahrheit anzubeten, Herr, unser Thema heute Abend. Und wir bitten, dass jedes Herz angesprochen wird, dass wir dir näher kommen, Herr, und dir gehorsam sind, dir vertrauen und mit dir in deinem Wort im Gebet täglich wandeln. In Christus Namen beten wir. Amen. Ja, Johannes Evangelium Kapitel 4. Johannes Evangelium Kapitel 4, 23 und 24 lese ich jetzt mit euch. Johannes 4, 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus spricht hier bei der Brunner, also mit der Samariterin, und hat das also aus eigenem Mund gegeben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, biblische Anbetung wird oft missverstanden, sogar unter Christen heute. Aber das Wort Gottes gibt dir einige Anhaltspunkte, um richtige biblische Anbetung zum Herrn verstehen zu können. Und so möchten wir ein paar Hauptpunkte hier heute Abend erwähnen. Erstmal, biblische Anbetung kommt aus deinem Herzen. Ja, Jesus sagt hier, wer Gott anbetet, muss das im Geist und in Wahrheit anbeten. Im Geist, also die Wörter im Geist erläutern die notwendige innerliche Einstellung und das Wesen der wahren Anbetung. In Hebräer 1,6 lesen wir, und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Ja, die Engel Gottes beten ihn an. Ja, Anbetung gebührt dem Vater und dem Sohn Christus Jesus gleichermaßen. Das ist, wir beten Gott, den dreieinigen Gott an. Römer 10, 11 und 13. Was lesen wir da?
in Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, das heißt Christus, an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dann in Vers 13 steht es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese Versen verbinden den alttestamentlichen Jehova Gott, weil das ein Zitat ist aus Jesaja 28, 16. Und so, dass der alte testamentliche Jehova Gott wird hier in Römer 10, 11 und 13 in Verbindung gebracht mit Christus Jesus. Denn wir lesen da auch von Römer 10, 9 und 10, dass wenn du an ihn glaubst, im Herzen und mit dem Mund bekennst, dass Gott ihn aus dem Tod auferweckt hat, auferstanden hat, so wirst du errettet. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Und er wird dann in Verbindung gebracht mit Jehova Gott in Jesaja 28, 16. Daher lesen wir in Offenbarung 4 und Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Interessant hier ist, Gott hat alles geschaffen und sehen wir in Hebräer 1, 1 und 2, er hat das in der Person Jesus Christus. Durch ihn entstand die Welten. Christus, die Person, die zweite Person der Gottheit. Und so heißt es eindeutig hier, die Gottheit Christi. Anbetung gebührt dem Vater und Christus Jesus, dem Sohn, gleichermaßen. Und dazu die Engel lehnen menschliche Anbetung ab, während Christus die Anbetung annimmt. Man soll Engel nicht anbeten, die lehnen sowas ab. Die wissen, dass es nicht für sie bestimmt ist, also angebetet zu werden. In Offenbarung 19 und dann wieder in Offenbarung 22, Vers 9 lesen wir, und er sprach zu mir, der Engel sprach zu Johannes hier, siehe dich vor, tu es nicht, also bete mich nicht an, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und der, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. So hat der Engel dem Johannes am Patmos gesagt. Das sogar zweimal in Kapitel 19 und Kapitel 22 von Offenbarung. Aber wir sehen dann, wie es war bei Thomas. Also auf der anderen Seite, bei Thomas in Johannes 20, ab Vers 27, Thomas hatte gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist, und es sei denn, dass ich meine Finger in seine Hände tue, meine Hand in seine Seite tue, werde ich nicht glauben. Und so dann lesen wir, als Jesus zum zweiten Mal da war unter den Jüngern nach seiner Auferstehung, da kam er, und es steht da in Johannes 20, 27, dann spricht er, Christus, nach seiner Auferstehung zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Was wir nicht lesen, ist, dass Thomas das buchstäblich getan hat. Das lesen wir das lesen wir nicht, dass Thomas das also mit seiner Hand getan hat, aber was wir lesen da ist weiter, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also ein ganz wichtige Stelle hier für die Gottheit Christi, denn er war also erzogen orthodoxe Jude. Für den orthodoxen Jude gibt es nur einen wahren Jehova Gott. Und hier bekennt Thomas, sein Bekenntnis heißt, du, Herr Christus Jesus, du bist Jehova Gott, der Sohn. Und wie hat Jesus reagiert? Wie der Engel bei Patmos, am Patmos bei Johannes, der sagte, tu es nicht. Nein, anderes war es bei Jesus in Johannes 20, 29, spricht Jesus zu ihm, Thomas,
Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist schön zu denken. Also, dass wir also hier in seinen Gedanken sind, denn wir haben Christus noch nicht gesehen. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber wir glauben. Also Johannes 5, 22 bis 23, wenn du die Stelle finden möchtest. Wir sind bei Johannes 5, 22 und 23 lesen wir. Johannes 5, 22 und 23, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Eindeutig. Also Christus beansprucht Gott, der Sohn, Jehova Gott, der Sohn zu sein. Ihm gebührt genauso die Anbetung wie Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir beten an. Engel nicht. Und Engel verstehen das. Sie sollen nicht, aber Gott, der wahre dreieinige Gott, dem sollten wir anbeten. Erstmal die erste, also hier Anhaltspunkt in unseren Gedanken hier über Anbetung. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist anbeten. Also biblische Anbetung kommt aus deinem Herzen. Aber wir müssen ihn, Johannes 4, 24, unser Haupttext hier heute Abend, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist unser zweiter Punkt hier. Zweiter Hauptpunkt, nämlich erstmal biblische Anbetung kommt aus deinem Herzen und zweitens biblische Anbetung ist der echte, lebhafte Ausdruck deiner innerlichen Liebe und Hingabe zum Herrn. Biblische Anbetung ist der echte, lebhafte Ausdruck deiner innerlichen Liebe und Hingabe, nämlich zum Herrn. Und die Worte hier, also hier in Johannes 4, 24, haben wir das Wort im Geist angeschaut und jetzt die Worte in der Wahrheit anbeten. Im Geist anbeten und in der Wahrheit anbeten deuten auf die Wichtigkeit hin, vom Wort Gottes gesteuert zu werden. Ganz wichtig hier, dass wir uns vom Wort Gottes leiten und nicht unsere eigenen Einbildungen, nicht unsere eigenen Gedanken, nicht menschliche Gedankengut, nicht Gedanken von anderen, die behaupten, sie beten Gott an. Wenn das nicht biblisch ist, dann ist das keine wahre Anbetung. Sie ist also biblische Anbetung dann gesteuert, geleitet vom Wort Gottes. Sie ist die Reaktion des Geistes Gottes in dir zum Vater selbst. Kennst du Christus Jesus als Herrn Heiland? Der Heilige Geist in dir leitet dich zu Gott wohlgefälligem Anbetung. Römer 8, 15. Römer Kapitel 8 und Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist Gottes in dir betet andauernd für dich. Mit unaussprechlichen Seufzen steht es an einer Stelle und aber Vater. Also so ist er dabei. Der Christus Jesus sitzt zu Rechten des Vaters als dein hoher Priester und er vertritt dich andauernd. Also ist es nicht schön zu wissen, du hast zwei, die perfekt beten und sie beten andauernd in Fürbitte für dich als Gottes Kind. Eine wunderbare Trost, eine wunderbare Hilfe in der Not.
Christus Jesus, unser Hohepriester und der Heilige Geist, auch unser Paraklet, unser Helfer im Beistand, beten beide für uns. Und das ist es, er ruft aber Vater, Römer 8,15. Auch in Galater 4, Vers 6, Galater 4, Vers 6, sehen wir noch was, wenn du den Text finden möchtest. Galater 4, Vers 6. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell gehe. Wenn du deine Bibel aufschlägst, das ist gut. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt und ruft. Und hier ist es. Aber Vater. Papa, Vater ist das Wort. Papa, Vater. Und der Geist, er hilft uns im Gebet und bittet für uns. Und so ist das. Es ist der Geist Gottes, der dich und mich dazu leitet, biblische, wahrhaftige Anbetung zu leisten. Das Ziel der Anbetung ist weder Anbiederung noch Versöhnung noch Dienst. Das ist nicht das Ziel. Also in Anbetung geht es um was anderes. Weder Anbiederung noch Versöhnung noch Dienst. Die sind nicht die Ziele von Anbetung. Die sind also Versöhnung und Dienst zum Herrn sind richtig, aber das ist nicht, was wir hier im Sinn haben bei der Anbetung. Apostelgeschichte 17, 24 und 25. Apostelgeschichte 17, 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat, predigte Paulus in Athen. So hat er sein Predigt hier angefangen. Der Gott, Apostelgeschichte 17, 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er ist der Geber und Erhalter unseres Lebens. Er schenkt uns alles, wir haben ihm nichts zu bieten. Also von Dienst oder sowas. Aber die biblische Anbetung ist tatsächlich ist, die biblische Anbetung ist dein liebevolles Bestreben, deine unbezahlbare Schuld der Liebe Ausdruck zu verleihen. Nochmal, biblische Anbetung ist dein liebevolles Bestreben, deine unbezahlbare Schuld der Liebe Ausdruck zu verleihen. Also deine Liebe dem Herrn gegenüber. Sie ist in erster Linie keine physische Handlung, kein materialisches Opfer, sondern eine geistliche Einstellung. Ja, Dienst gehört zum Leben eines Kindes Gottes, aber wir reden hier von biblischer Wahrheit und hier ist nämlich in erster Linie weder Handlung noch Opfer, sondern geistliche Herzenseinstellung. Psalm 51, 19 schrieb David, Psalm 51, Vers 19. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Also das ist es. Wie sieht es aus bei dir und mir? Wie sieht unsere Herzenseinstellung aus, wenn wir vor dem Herrn treten in seinem Wort im Gebet? Ist es ein Wunsch, ihn in Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Denn Anbetung kannst du zu jeder Zeit. Also wir versammeln uns, wenn das uns wieder erlaubt wird, wir freuen uns, wenn das zustande kommt, wir versammeln uns in der Ortsgemeinde, weil der Ortsgemeinde, also die Gemeinde Jesu Christi, wo wir uns treffen, ist Gottes Plan für diese Zeitalter der Gemeinde.
Aber, also du kannst als Kind Gottes, als Tempel des innenwohnenden Heiligen Geistes, kannst du und solltest du den Herrn zu jeder Zeit anbeten. Das gehört zu deinem andauernden Gemeinschaft mit ihm im Wort, im Gebet, und Teil davon ist Anbetung. Also ihn zu huldigen, ihn zu erhöhen, ihn zu also groß zu machen, in deine Gedanken, in deine Augen, also vor dir und natürlich auch vor anderen Menschen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Und das kann dazu kommen, dass wir, wenn wir die Sünde bekennen, wenn wir merken, wie zerbrechlich wir sind, wenn du merkst, ich bin so labil, ich bin so, also meine Unzulänglichkeiten, meine Sünden, die wachsen über meinen Kopf, also ich versage immer wieder. Bitte dem Herrn um Vergebung, danke ihm dafür und bete ihn vom ganzen Herzen an. Er vergibt dir, er hilft dir weiter, aber auch, wenn du obendrauf bist, wenn du dich freust über Siege in deinem geistlichen Leben, da kannst du auch und sollst du auch zum Herrn gehen und sagen, Herr, danke, ich danke dir für diesen Höhepunkt in meinem Pilgerreise mit dir hier auf Erden. Ich danke dir für diesen Sieg über Sünde, über Versuchung, über irgendetwas, also in geistlichen Leben, wo es dich angreift. Du hast den Sieg aus Gottes Hand gewonnen. Preis den Herrn dafür, danke ihn und bete ihn an. Herzenseinstellung in beiden Fällen, so dem Herrn zu lieben, dem Herrn also dein Liebe zum Ausdruck zu bringen in Anbetung. Ganz privat kannst du das machen, das ist es. Also Gläubigen, die gar keine Gemeinde haben. Denken wir an unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea oder irgendwelche andere Länder, die würden sich freuen, auf eine bibelgläubige Gemeinde zu besuchen. Es ist ihnen nicht erlaubt, aber wenn sie Christus Jesus als Herr und Heiligen kennen, wenn der Geist Gottes in ihnen wohnt, können sie zu jeder Zeit Gemeinschaft mit ihm im Wort, wie sie eine Bibel haben oder das auswendig gelernt haben, im Gebet und dazu in Anbetung. Und das kannst du zu jeder Zeit tun, den Herrn anbeten. Ja, sie ist ein Leben der Liebe und Hingabe zum Herrn. Das ist biblische Anbetung. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit, biblische Wahrheit hier, in der Wahrheit anbeten. So zum Schluss hier Römer 12, 1 und 2, Römer Kapitel 12, 1 und 2, vielleicht kennst du diese Bibelversen. Römer 12, 1 und 2, ich ermahne euch nun, schrieb Paulus, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, deine öffentliche Anbetung Gottes in der Gemeinde ist notwendig, doch deine äußerlichen Zeichen der Anbetung müssen von der richtigen innerlichen Herzenseinstellung der Liebe zum Herrn begleitet werden, damit wahre biblische Anbetung von dir aus, von mir aus stattfinden kann. Amen. Wir wünschen dir einen schönen Abend noch mit dem Herrn, schöne Woche. Wir treffen uns wieder am Sonntag, so der Herr will. Bete füreinander, bete für Bibel-Baptisten Gemeinde und unterstütze die Gemeinde mit Gebetunterstützung, finanzielle Unterstützung, inwieweit das dir möglich ist. Und und bete füreinander und ruf einander an, ermutige einander in dieser Zeit. Und so der Herr will, werden wir uns am Sonntag wieder treffen. Wir freuen uns auf eure Fürbitte für mich, für uns als Familie. Uns geht's gut. Und ich habe meine eigenen Haare heute geschnitten. Ich freue mich, dass ihr mich nicht sehen könnt. Aber das ist ein anderes Thema.
Na gut. Einen schönen Abend noch, dem Herrn befohlen.